Hey und willkommen zu meinem nächsten kleinen Video aus Schwedisch Lappland. Wer neu hier ist, mein Name ist Bernadette und ich habe das ganze Jahr 2022 hier oben verbracht, um 2 Bücher über die Region zu schreiben. Und dabei habe ich mich so in Schwedisch Lappland verliebt, dass ich mittlerweile tatsächlich zwischen meiner ersten Wahlheimat Hamburg in Deutschland und Schwedisch Lappland lebe und pendle. Und versuche auch langsam in Babyschritten mir hier so ein zweites berufliches Standbein aufzubauen tatsächlich. Wie immer, wenn man irgendwas macht, was nicht so ganz in irgendeine Schublade sich reinpressen lässt, fragen mich natürlich viele Leute, ja, bist du bescheuert? Wie soll das denn gehen? Und natürlich ist das mit vielen Herausforderungen verbunden, logistisch und auch bürokratisch. Ja, aber wenn man für etwas brennt, wenn man eine Leidenschaft für etwas entwickelt hat, habe ich immer versucht, etwas daraus zu machen. Und nein, ich bin nicht einer der Menschen, denen öfters irgendwas in den Schoß fällt. Ganz im Gegenteil. Ich bin jetzt wieder den ganzen Winter hier oben und ich brauche hier kein Fitnessstudio und keine Museen und kein Kino. Denn wenn ich freie Zeit habe, bin ich am liebsten auf der zugefrorenen Ostsee unterwegs. Und ganz oft habe ich da schon ganz großes Naturkino, sei es in Form von dem Himmel, der einfach immer wieder unglaublich hier oben ist, oder natürlich in Form von Rentieren. Die Rentiere sind hier die wichtigsten aller Tiere, nicht nur für die samische Urbevölkerung, sondern auch für viele andere Leute, die mittlerweile Rentiere besitzen. Und in Schwedisch Lappland hat tatsächlich jedes Rentier einen Besitzer. Sie sind aber andererseits auch frei in den Wäldern unterwegs, also halbwilde Tiere. Und selbst nach mittlerweile gut 2 Jahren ist es für mich immer wieder eine Riesenfreude, einfach irgendwo Rentiere zu sehen. Und es sind einfach so friedvolle und liebe Tiere. Und wenn sie sich dann kurz an einen gewöhnt haben, dann stört die das überhaupt nicht mehr, dass da irgendwo ein Mensch rumsteht und sie anschaut. Und sie gehen einfach ihrer Dinge nach. Also meistens suchen sie nach Fressen oder sind am Kackern, so Korinthen. Ja, und das ist eine der wirklich so schönen Dinge, die mich hier oben im Norden immer wieder glücklich machen, egal wie stressig der Tag auch war. Wenn ich wieder irgendwo Rentiere sehe, dann ja, atme ich einfach durch und bin erstmal zufrieden und dankbar. Beruflich habe ich hier oben in Schweden schon vor 1,5 Jahren angefangen, auch ein bisschen im Tourismus mitzuarbeiten. Im Moment vor allem mit dem Hotel Philipsborg in Kalix. Die bieten nämlich auch ganz tolle Touren immer an für ihre Gäste. Und ich fahre manchmal zum Beispiel mit als zweiter Guide auf dem Schneemobil. Wenn also eine Gruppe Gäste kommt, das waren zu Beginn des Jahres Italiener hier, und da fahren wir einfach mit denen raus, weil das Schneemobil ja die beste Möglichkeit ist, wirklich hier auch ein bisschen weiter in diese erfrorene Winterwelt vorzudrängen. Und ich finde es immer wieder so schön zu sehen, wie die Menschen sich einfach freuen, die das erste Mal hier sind. An diesen oft ganz klaren Tagen mit eisigen Temperaturen, aber diesem klaren Himmel, den Schneekristallen, die glitzern. Und wenn es nicht das Schneemobil ist, dann mache ich auch manchmal Schneeschuhwanderungen, was natürlich auch unheimlich Spaß macht. Und eigentlich immer verbunden mit einem kleinen Picknick irgendwo draußen in der Natur und einem heißen Getränk. Und das ist etwas, was ich mit der Zeit mir hier gerne noch weiter ausbauen würde, weil es mir einfach so eine Freude macht, meine Leidenschaft für diese Welt, die immer stärker wird, je länger ich hier bin, mit anderen zu teilen. Und gerade Menschen, die hier oben ganz neu sind und sowas noch nie erlebt haben, gerade so einen unglaublichen Winter.
Zu Beginn dieses Jahres, da hatten wir eine Woche, da war es extrem kalt, also auch wirklich ein richtiger Kälterekord für die Menschen hier oben. Und gerade an der Küste ist es sonst nicht ganz so kalt wie jetzt in den Bergen hier in Schwedisch Lappland. Aber wir hatten auch so ja, minus 34 bis minus 37 Grad hier im Dorf an der Küste. Und es war das erste Mal tatsächlich in meinem Leben, dass ich solche Temperaturen erlebt habe. Und ich muss sagen, ja, es war sehr, sehr kalt. Und was ich ganz beeindruckend fand, wenn man mal einen Spaziergang draußen gemacht hatte, dann hatte man nicht nur eben so ein bisschen am Schal die Atemluft festgefroren oder wenn Haare raushängen, sondern auch die Augenbrauen und die Wimpern zum Teil. Das war echt mal eine neue Erfahrung. Aber andererseits, ja, wenn man einige Schichten trägt und sich auch zum Beispiel ein Tuch vor den Mund macht, dann konnte man immerhin ein bisschen draußen sein. Und man kann auch einfach ja, ein bisschen spielerisch das Ganze mal nehmen, habe ich gemerkt. Und zum Beispiel habe ich versucht mal mit einer Thermoskanne mit heißem Wasser, wenn man das so in die Luft schleudert, dann sieht man, wie schnell selbst dieses heiße Wasser bei dieser Kälte verpufft. Das ist unglaublich. Wenn es so ganz kalt ist, wie es halt in den letzten Wochen oft war, dann kann man immer wieder diese Himmelsphänomene beobachten. Ich nenne das immer Himmelskerzen. Das sieht wirklich aus, als würde die Sonne wie so eine Kerze, wie eine Flamme nach oben strahlen. Und meistens ist das an Tagen, wo es wirklich ganz klar und ganz kalt ist, aber manchmal auch ein bisschen hinter den Wolken. Also ich finde es immer wieder unheimlich schön, was man hier so alles in der Natur und am Himmel entdecken kann. Dann zwischendurch mal etwas wärmer geworden war, da konnte man natürlich auch schon mal wieder draußen grillen. Denn Grillsaison ist hier oben in Schweden das ganze Jahr über. Da braucht man nicht auf den Frühling oder den Sommer warten. Da setzt man sich mit seinem Rentierfell in den Schnee, macht ein schönes Feuer und dann wird einfach am Eis oder im Schnee gegrillt. Zum Schluss möchte ich euch noch wieder ein paar entspannende Szenen zeigen mit entspannter Musik dazu. Einfach so ein bisschen zum Runterkommen für euch in dieser magischen Winterwelt in Nordschweden. Bis zum nächsten Mal und danke, dass ihr dabei wart.